Wir schauen zu Alina Quast in die Stadt der Sünde, Las Vegas. Schönen guten Morgen, Alina. Jetzt erklär uns noch mal, wieso ist Nevada als Swing State so wichtig für den Ausgang dieser Wahl? Es gibt ja dort tatsächlich nur 6 Wahlmänner. Ja, guten Morgen nach Berlin. Nevada ist ein ganz spannender und auch sehr wichtiger US-Bundesstaat. Du hast es gesagt, es sind nur 6 Wahlmänner. Aber dadurch, dass es überall wahnsinnig knapp ist in den Swing States und es dort keinen klaren Vorsprung eines Kandidaten gibt, ist auch Nevada extrem wichtig. Und das wissen auch beide Kandidaten. Es gab ja hier zuletzt 2 große Rallyes in und um Las Vegas. Warum ist Nevada noch spannend? Ja, vor allem wegen der vielen verschiedenen Wählergruppen, die man hier ansprechen kann. Also ein Viertel sind Latino-Wähler hier in Nevada. Dazu kommen 28 indigene Stämme, die auch einzeln angesprochen werden können mit verschiedenen Themen. Und wenn man dann noch einmal auf die Demografie schaut, da sieht man, dass es mehr unabhängige Wähler gibt, also die nicht einer Partei angehören, als es Demokraten und Republikaner gibt. Also hier kann man wirklich um viele, viele Stimmen kämpfen und das tut man hier auch. Ich hatte ja 2 Frauen begleitet, wie wir im Beitrag gesehen haben, die an die Türen hier klopfen, für Kamala Harris werben, mir da auch immer wieder gesagt haben, Lebenshaltungskosten, das ist für sie das wichtigste Thema und sie sehen da Kamala Harris Wirtschaftsplan als den erfolgreichen Plan für Amerika. Das sehen Trump-Anhänger natürlich ganz anders und sehen da die Schuld an den hohen Preisen, an der Inflation bei genau dieser Regierung von Biden und Harris. Und ich war ja auf der letzten Trump-Rally, wo er die fast ersten Worte getroffen hatte, die waren, "Are you better off now than 4 years ago?" Also steht ihr besser da als vor 4 Jahren? Da kam ein lautes No und Buhrufe aus dem Publikum. Und tatsächlich, diese Worte stammen nicht aus der Feder von Donald Trump, sondern sie sind von Ronald Reagan geliehen, von 1980. Das waren 10 entscheidende Worte, wo er gewonnen hat gegen Jimmy Carter. Und darauf setzt auch Donald Trump. Dazu muss man sagen, dass die aktuellen Wirtschaftsdaten auf dem Papier gar nicht so schlecht aussehen, aber die Menschen, so erzählen sie es mir, spüren es einfach nicht in ihrem Portemonnaie. Tja, da werden jetzt noch mal alle Register gezogen. Alina, Dankeschön für den Moment nach Las Vegas.